Hallo und herzlich willkommen im Kaisergebirge. Genau genommen im sogenannten Zahmenkaiser. Herzlich willkommen zur Tour zum Ebersberg und natürlich herzlich willkommen beim Mount Tour Guide. Der Ebersberg ist ein zahmer und leicht zu erwandernder Grasbuckel südlich des Walchsees. Der kleine Hügel bietet zwar keine alpinen Herausforderungen, er punktet aber mit reizvollen Almlandschaften und einer schönen Aussicht. Ich empfehle euch, wenn dann auch die Überschreitung des Ebersberg, also komplett. Zuallererst begleitet man den rauschenden Weißenbach, bevor es über weite Wiesen und durchweg leichtem Weg vorbei an der Raineralm hinauf zum großen Gipfelplateau geht. Alles zu sehen hier, während ich spreche, natürlich für euch im Video. Die Rundumsicht oben ist, obwohl die meisten Nachbarn hier wesentlich höher rausragen, trotzdem wirklich ein Traum. Wir sind die Tour recht spät im Jahr gegangen, daher lag bei uns dann auch schon Schnee am Gipfel. Nichtsdestotrotz kann man die Tour auch noch früh und spät im Jahr gehen. Aber um ehrlich zu sein, ich vermute, dass bei schönem Wetter da oben einiges los sein wird. Bei uns war es ja nicht nur ruhig, regelrecht einsam war es da oben, was für uns natürlich wunderschön war. Hier seht ihr jetzt die Raineralm. Um den Gipfel zu erreichen, geht ihr vorbei an der oberen Schwarzenbachalm durch ein Drehkreuz. Und das ist dann auch der letzte wirkliche Punkt, den man erwähnen muss, denn ab da geht es direkt rauf zum Gipfel. Erst etwas steil, dann über eine weitere flache Ebene zum höchsten Punkt. Das ist ein kleiner Hügel, aber das Gipfelplateau selbst ist natürlich sehr groß und weitläufig. Für den Abstieg geht man dann zurück zu dem besagten Drehkreuz über der oberen Schwarzenbachalm, steigt über einen Wiesensteig direkt Richtung Lippenalm ab. Und wer diese Variante wählt, hat dann hier auch jeweils immer einen herrlichen Tiefblick direkt zum Walchsee. Deswegen würde ich euch diese Variante, wie wir sie gegangen sind, auch durchaus empfehlen. Ihr spart euch diesen sehr steilen Wiesensteig von der Lippenalm hinauf und habt einen wunderschönen Ausblick nach unten ins Tal. Kurz nach der Lippenalm biegen wir dann in einen Waldsteig ab und kommen zügig weiter abwärts. Ihr solltet hierbei darauf achten, dass ihr den Forstweg überquert, der dann nach dem Waldsteig kommt. Das werdet ihr im Video sehen, aber ich muss natürlich nochmal explizit darauf hinweisen. Auch der letzte kleine Abstiegspfad, nachdem man den Forstweg überquert hat, ist gekennzeichnet. Aber man muss schon genauer hinschauen, um die Markierung rechtzeitig sehen zu können. Lasst euch bitte als kleiner Tipp am Rande von mir, lasst euch nicht beirren, dass der letzte kleine Steig in dem Wald, den man absteigt, eher aussieht wie ein Bachlauf statt eines wirklichen Pfades. Ich glaube, es ist auch eigentlich ein Bachlauf, aber bei normalem Wetter ist da kein Wasser und die Markierungen führen einen dann auch direkt runter ins Tal. Aber bitte achtet drauf, ein bisschen Orientierung ist hier notwendig. Hier habt ihr gerade die Überquerung des Forstweges gesehen. Folgt der Markierung am Baum, da ist sogar ein Pfeil. Man müsste es sehen können. Ansonsten ist es insgesamt eine wunderschöne Rundtour mit jeder Menge Einkehrmöglichkeiten unterwegs und meiner Meinung nach auch für nahezu jedermann machbar. Sei es jetzt für Familien oder Hunde, Kinder, alle können da hoch und den Rundweg gehen.
Jetzt sind wir auch am Ende und an dieser Stelle wünsche ich euch dann viel Spaß unterwegs. Macht die Tour, geht sie. Natürlich die Almen einkehren, ihr wisst Bescheid. Und nicht vergessen, nur mit Mount Tour Guide erreichst du den Gipfel gescheit.